24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. Oh. 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! Oh. 1 Zielfisch. Und 1 Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC Bass Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Episode und damit zur Auftaktfolge unseres Gran Final. Nach 2 Angeltagen unter sengender spanischer Sonne haben sich von 12 angetretenen Teams aus beiden Vorrundengruppen je 3 durchgesetzt, die nun an nur einem Tag den Titel unter sich ausmachen. Als verdienter Sieger der Gruppe A geht das Team von Fish & Chip ins Finale. Besonders am ersten Tag auf dem Garcia Sola sind Melanie Maisel und Sylvain Legendre quasi außer Konkurrenz gelaufen und haben anschließend auf dem Oriana mit 3 Wertungsfischen als einziges Team der Gruppe ihr Board komplett gefüllt. Bei B1 sah es nach Tag 1 weniger gut aus. Dann aber haben Niklas Steinbach und vor allem Frank The Tank Sharper wieder einmal aufgedreht, als es drauf ankam. Mit gleich 5 sehr starken Black Bass aus dem Oriana sind die amtierenden Champions zwar ohne Fullcard, aber letztlich doch souverän durch die Vorrunde gekommen. Für den dritten Qualifikanten wiederum war es bis zum Schluss sehr eng. Dank eines guten ersten Tages konnten César Valladares und Jonathan Balero von Fish Ass ihren Vorsprung am Ende aber durchbringen, auch weil viele andere Teams ihre Schwierigkeiten auf dem Oriana-Stausee hatten. Lang galt das auch für Team Lure Drop, den Gewinner der Gruppe B. Selbst dem sonst unverbesserlichen Optimisten Daniel Andriani schien am zweiten Tag die Zuversicht abhanden zu kommen. Seinen Partner Paul Luneau hegte jedoch zu keinem Zeitpunkt auch nur der kleinste Zweifel und er sollte am Ende Recht behalten. Durch 3 Lanker in der Crunch Time konnten Daniel und er sogar noch an den Favoriten von Elex vorbeiziehen. Trotzdem haben auch Mark Pachowski und Mattia Di Santo eine überzeugende Vorrunde gefischt und als einziges Team in Gruppe B die Fullcard geschafft. Sollten sich die beiden die Ausnahmefische fürs Finale aufgespart haben, könnte nach 2022 der 2. Titel winken. Tritoncell als drittplatziertes Team konnte einen solchen Ausnahmefisch schon abhaken. Aber nicht nur wegen seines neuen 2,25 Kilogramm PB stehen Best Newbie Luis Mendez und sein Teampartner Ciro Gudillo verdient im Finale. Wenn sich Ciro und sein Dolmetscher Luis weiterhin als so eingespieltes Mentoren-Schüler-Duo präsentieren, könnte es nach letztem Jahr der nächste Underdog ganz nach oben schaffen. Dazwischen liegen aber noch 8 Angelstunden voller Unwägbarkeiten. Für eine Fullcard reichen im Finale 5 Wertungsfische und nur einer davon muss auf Topwater-Köder gefangen werden. Die Teams durften außerdem frei wählen, auf welchem der beiden Turniergewässer sie angeln möchten. Fish & Chip, Elex und Fish Ass haben sich für den Garcia Sola entschieden, wo die Frequenz in der Vorrunde deutlich besser war. Für Lure Drop, B1 und Tritoncell geht's auf den Oriana, wo vermutlich weniger, dafür aber potenziell größere Black Bass zu erwarten sind. Wie schon am 2. Vorrundentag beginnt das Finale im Morgengrauen. Es gibt keinen gemeinsamen Start. Jeder beginnt am Spot.
Guten Morgen, Leute. Good morning, people. Really happy to see you. Sehr froh, ins Finale zu sein. Echt geil. It worked out. It worked out. We have to do it something like in the final now. Yeah, it's nice to be in the final. It's nice to be in the final. We are still like confident, like super good. And now you can see it's flat water, morning time, top water time. Topwater-Zeit. Leute, heute geben wir alles. 5 Fische brauchen wir, einer auf Topwater. Wir werden natürlich alles versuchen. Ihr habt gesehen, wir sind an der gleichen See. We're on the same lake that we were on the second day of fishing. Also wir haben uns entschieden für den Tag, wo wir unsere 3 große Fische gefangen haben. Heute müssen wir 5 fangen. It's gonna be a fun day. It's gonna be a fun day. Let's go. Let's go for it. Hello guys, welcome back to YPC Bass Finals. We got into the finals and we have high hopes for a full card today. Let's see. We start casting right now. It's the time for the top water. Let's go. So, willkommen zurück. Schönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ja, wir sind super happy, dass wir es geschafft haben im Finale. Also das war, Leute, für alle, die ja auch zugeschaut haben, das war so spannend für uns. Auf jeden Fall. Zum Ende hin nochmal. Das wünscht man sich abgeräumt. eigentlich nicht, diese Up and Downs. Aber jetzt sind wir super happy, dass wir im Finale sind. Und jetzt Titelverteidigung ist auf jeden Fall. Wir sind On fire. Ja. Wir sind motiviert. Nächste ist die Taktik. Die Spots sind so unser Thema. Also wir haben ja, klar, ihr habt es ja gesehen, wir haben diesen See ausgesucht. Sowieso super spannend. 3 Teams fischen im Garcia, zum Beispiel Marc. Ja, 3 Teams auf die hier. Daumen. Und 3 Teams sind hier, unter anderem mit Daniel. Und den haben wir ganz besonders auf dem Schirm, weil wir glauben, dass er auch einen ähnlichen Spot gefischt hat. Er hat ja auch nochmal richtig upgegradet in seiner Gruppe. Und von daher sind wir auf jeden Fall happy, hier zu sein. So 20 Kilometer Ritt. Ja, ist ordentlicher Weg. Das Boot hat schon Performt. der Motor auf jeden Fall Honda. Wir sind gut unterwegs gewesen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt gilt es, Fische zu fangen. Genau. Und drückt uns die Daumen. Frank, Ja. Also, legen wir los. jetzt legen wir los. So welcome to the final. We are back at Garcia Sola. Well, that's quite a risky position, but we try to do about the same that what we've done at the first 2 episodes. So we start topwater fishing in the shallow area, and then we will move to rocky points to do crankbait. That's the plan, and we hope to complete our card today. So good morning to the final of the YPC Bass. We made it. Good morning, everybody. We are happy to be here. As you might can see, we are starting in the same spot area as Silva, and 3 boats will fish on this lake. 3 other boats are on Aureliana, so it will be interesting to see what the lakes are giving. Oh yeah. And yeah, we're gonna start with top water, both of us. We had our top water spot. I guess Silva will do the same. So yeah, it's just a few minutes to the first cast, and we are pumped. Let's do that. Let's do it, buddy. Wunderschönen guten Morgen. Morning. Wir haben es geschafft, wir sind im Finale. Wer hätte das gedacht? Das spontane Team, was in letzter Sekunde gebucht hat, hat es geschafft. Heute werden wir zusammen den Spot befischen, der auch am zweiten Tag an diesem Gewässer hier am Orellana den großen Fisch gebracht hat. Wir fangen an mit Topwater in der ersten Stunde. Sido meint, die Chancen auf einen großen Fisch sind sehr groß und wir wollen einfach das Ganze wiederholen. Und heute geht es nur auf Big Fish. Wir wollen keine Stückzahl, sonst wären wir in das andere Gewässer gefahren. All or nothing, das ist das Motto heute. Und ob das aufgeht, werdet ihr gleich erfahren. Ahora, por la victoria, eh? Let's go. Leute, das Finale geht jetzt los. Come on, my man. Let's go for it. Let's do it. Okay, let's go. First cast, man. Je mets les pigettes quand même ou pas? Oui, vas-y, s'il te plaît. Que je perde pas le popper. C'est Pike.
Looks like it's a pike, unfortunately. Good bite. Good topwater bite. Oh, décroché, regardez là. Ouf. All good. All good, lost it. Forget it. Tiny fish. Oh, took it so fast, man. Also Leute, es ist richtig geil, wieder ins Finale zu sein. Haben wir ehrlich gesagt, wir waren echt unsicher. Ich würde nicht sagen, wir haben gedacht, es ist gar keine Chance. Wir haben schon gedacht, es könnte reichen. Aber wir dachten, es wird sehr, sehr knapp. Wir hätten nicht gedacht, dass wir unsere Gruppe gewinnen auf jeden Fall. Richtig, richtig nice, sehr, sehr geiles Gefühl. Dritte Mal bei YPC Bass und dritte Mal im Finale zu stehen, ist schon ganz nice. Und wir hoffen natürlich heute, natürlich hoffen wir auf 5 gute Fische. Ob man das schafft, ist natürlich fraglich. Das ist sehr, sehr schwierig hier auf dem See. Wir haben das gesehen in den letzten Tagen. Aber wir wissen auch, dass es gibt sehr, sehr gute Fische hier drin. Paul kennt sich ja auch gut aus auf dem Gewässer. Schon auch cool, dieses Mal mit jemandem zusammen zu fischen, die sich auch gut auskennt auf dem Gewässer. Also in den letzten paar Jahren war es immer so, dass wir mussten alles komplett vom 100% selbst erfinden und rausfinden. Und waren viele Teams dabei in Bolsena in den letzten paar Jahren, die Guides dabei hat. Also das Team Alex oder Abu Garcia oder viele Teams, die schon die Leute sich sehr, sehr gut da auskennen. Und jetzt ist ganz cool, dass ich bin mit jemandem auf dem See, die den See auch sehr gut kennt. Hilft sehr, sehr viel beim Training. Aber ich sag mal, ob man denn am Ende der Fische auch fängt, das ist natürlich eine andere Sache. Also unser erster Spot sieht so aus. Ist eine flachere Bucht eigentlich. Da haben wir jetzt angefangen mit Fischen. Natürlich Topwater. Ich denke mal, wie viele andere Teams auch, am Morgen, bevor die Sonne komplett voll aufgeht. Ein wunderschöner Sonnenaufgang. Und ja, jetzt fahren wir im Prinzip zu unserem Hauptspot. Ist 100, 200 Meter entfernt. Und fischen dann auf den Spot zu mit Topwater. So hoffen wir uns natürlich dann den lang ersehnten Topwaterfisch. Ich habe auch schon meine Schnur gewechselt von monophiler Schnur auf Geflecht, weil ich ja den Fisch in der Gruppenphase verloren habe. Leider ist immer so die Sache mit monophiler Schnur. Viel Dehnung, dann auf voller Wurfdistanz einen Biss kriegen, dann muss man erstmal die ganze Schnur einkurbeln, dann den Anschlag setzen und der Fisch ist dann leider direkt ins Kraut. Jetzt draus gelernt und Geflecht drauf. Und so erhoffen wir uns jetzt, dass wir unseren Topwaterfisch fangen. Oder Frankie? So sieht's aus. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Hoffentlich, so nämlich. Die Taktik, die wir jetzt fahren, ist auf Topwater zu setzen. Wir fischen beide wieder unsere Prop-Baits. Ich einmal das Modell Chopo von Berkeley mit 12 cm Länge. Fische ich sehr ufernah. Und Sido fischt ein etwas größeres Modell mit 15 cm. Das ist ein richtiger Brummer. Den fischt er ein bisschen über tieferem Wasser. Der macht auch mehr Druck, was dann auch nötig ist, um die Fische zum Steigen zu bekommen. Ja, hoffentlich passiert es gleich. Also die Bedingungen sind super. Wir haben nicht komplett spiegelglattes Wasser, sondern so leicht gekräuselt. Das hat den Vorteil bei dieser Topwater-Angelei, dass die Fische ein bisschen mehr nicht so vorsichtig beißen. Und jetzt beim ersten Licht des Tages hoffen wir, dass ein paar Fische im Fressmodus sind, Hunger haben und was zu frühstücken brauchen. Bitte.
That was a big carp. Carp? Big bass? Ja. Vorsicht, den müssen wir jetzt kriegen. Ganz ruhig. Riecht der Fisch. Oh. Bremse lieber ein bisschen loser. Komm. Komm. Ja, da ist er. Topwater. Wahnsinn. Ich sage noch, beim Hänger lösen, die Kante lang werfen und da kommt er. Da kommt der erste, unser Topwaterfisch. Grüße gehen raus an der Stelle an Johannes. Leute, DTL, die hat geliefert, 21 Gramm Rute, da vertraue ich drauf. Das ist auf jeden Fall ein maßiger Fisch. 0,97. Schöner Topwater-Fisch von Frankie. Ja. Ja. Alles gut, cool. So, gleich wieder zurück, nicht petzen. Ja, unser Topwaterfisch. Für uns persönlich der wichtigste Fisch, weil wir wollen eigentlich nicht von unserem Hauptspot weg. Hier haben wir die ganzen großen Fische gefangen im Training. Jetzt in der Vorrunde, Gruppenphase, waren alle Fische hier an dieser Steinformation. Wir wissen auch nicht warum, aber diese und die nächste Steinformation sind einfach für uns die Master. Die Master auf jeden Fall. Ja. Und jetzt können wir hier bleiben. Ja. Wie sagen wir? Das Boot hebt. Das Boot hebt. Der Schweble und der Berlin-Brandenburger. Der Schweble. Okay, one more cast here, and then we can go back or we change. I don't. But we should maybe fish. Some. Yeah, there's still fish over there. Ah, it's wolf carps. It's got wolf carps. Quickly. Yeah. Make this cast. Got it. Good fish. Yes. It's not big, but No, well, it's great. It's enormous. It's an absolute giant. you took it well this time. 093. 093? 093. Okay. 930 grams. Well, It is acceptable. yeah, it's acceptable. Bye bye. Okay. Good. Last cast was worth it. Yeah. So it's like that. So I think we are okay with this at the moment. Yes. It looks like the fish was slowing down, Yes. and I don't know, maybe you want to do 5 more minutes until, let's say, that rock? Yeah, we can do Some that. more casts. Yeah. Maybe a lucky shot and we got another one. Yeah, you saw it? Yeah, so I saw a small wave. I said, okay. Ah, wait. okay. Really? But it was. Yeah, but they must be really under the bait. Yeah. It was really hard to see that fish, the wave, but yeah, I think there was something moving maybe. Touche, tu l'as. Ouais. So this is the topwater one. Looks sizable from Not that big. from what I see. No, that's a little pike. Okay. As you can see, it's a new boat. A nice one, but because yesterday we had a little problem with our boat. To resume, we sank. No, we just forgot the plug. Im Tennis sagt man dazu Unforced Error. Melanie und Sylvain steuern ihr Ersatzboot zum nächsten Angelplatz, obwohl Ilex in unmittelbarer Nähe erfolgreich war. Auf dem Oriana sieht es währenddessen so aus, als habe neben B1 auch ein anderes Team bei der morgendlichen Spotwahl einen guten Riecher gehabt.
He's down in the weed. Yeah, it must be the best man. Yes, 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 yes. Yes! We got it! Come on! Okay, man. I was like so far away thinking about something else in my life, and that went like boom. You just keep thinking about something else, my boy. You keep thinking about something else. I was far away, you know, like that's a 1.5 kilo fish. 1.76. Oh yeah! Leute, 1.76. Richtig, richtig geil. Genau sowas haben wir uns ziemlich erträumt, dass wir auf jeden Fall einen Topwater-Fisch kriegen. Richtig, richtig geil. Paul, stand up, my friend. This is your fish. First fish of the morning. Good keeper. On top water. You're a legend. You're just a legend. Bye bye, baby. Look, he'll come up and okay, I got a stick bait. What's this? Here. Quickly. They are being chased by something. Got it. It's a bass, man. It must be. Yeah, come on, my Daniel. Is it jumping? It's a bass. I saw it. I saw it. Just get him, man. It's not so big, but I saw it. Big one? No, but I think so. I think it's a big. keeper. It's big, man. Okay. Bring it. Yes! Oh, that's bigger. Oh, it's gonna happen, my friend. It's gonna happen. On the LMAB, on the new LMAB dog vibe. Yes! Oh, my man. Hey, you see that bastard? I get the scale ready. He was after the... Get the scale ready. Yes! Check this out. 1.65. Okay, let's not waste time because No, you carry on. they are active Leute, right now. Richtig, richtig geil. Ich bin so happy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, ich zeig euch gleich die Köder. Took it on the landing, my friend. Huh? On the landing. You ready? Like And mwah, bye bye, baby. Da, 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 ding! Yes! Little dog vibe from LMAB. Brand new off the market. little. Little but deadly. Silent. Ein Glück, dass die Zwischenergebnisse im Finale nicht durchgegeben werden. Diesen Doppelschlag hätte die Konkurrenz nämlich erstmal verdauen müssen. Team Lure Drop übernimmt die Führung von B1. Damit hat auf dem Oriana der erste Spot nur für ein Gespann nicht gezündet. So, das war's mit dem ersten Spot. Leider kein Fehlbiss, keine Attacke, kein Fisch. Der Spot hat eigentlich jeden Tag einen dicken Fisch geliefert und wir haben natürlich heute drauf spekuliert, in der ersten Stunde hier einen zu bekommen. Wir fahren jetzt zu einer anderen Bucht, auch eine Topwater-Stelle, aber viel drüber vom Wasser. Und hier kommen wir auf jeden Fall später nochmal wieder, weil wir haben jetzt auch schon wieder so viele Fische gesehen. Aber sie haben keinen Hunger. Sie fressen nicht. Auf jeden Fall keine Topwater-Köder. Al Palacio o a dónde? Tender. Yeah, we can take a look just inside. Also. Yeah, we start from here and we... Bricks look quite good. The other one has rocks at the end. Oh yeah. Yeah, looks like old looks like old buildings almost. Yes, could be. I'm not like a falcon, you know, so... Yeah, it's true. Usually Bay is on mark. Wir haben jetzt mal die Ecke vom See gewechselt. Wir sind ganz happy mit dem 900 Gramm Fisch, den wir da auf Topwater gefangen haben. Natürlich hätte man nichts dagegen, wenn der größer gewesen wäre, aber so ist das nun mal. Wir sind froh, dass wir ihn haben und haben jetzt hier in diese Hauptbucht, sagen wir mal, haben wir gewechselt. Hier hatten wir ja
in der Gruppenphase einige schöne Fische drauf, auch ein paar gefangen. Leider haben wir ein paar verloren. Für uns ist das hier so die Ecke, die uns die meisten großen Fische gebracht hat und wo wir das meiste Vertrauen rein haben. Wir werden jetzt morgens noch ein bisschen die flacher auslaufenden Spitzen angeln, diese Steinspitzen, wo auch Felsen draußen sind. Und wenn die Sonne dann höher steht und brennt, dann werden wir ein bisschen mehr diese steilen Felswände abfischen. Zumindest ist das der Plan. Hier oben wurde es jetzt ganz schön kalt die letzten Tage. Als wir hier angekommen sind, konnten wir in kurzen Hosen und T-Shirt losfahren. Jetzt brauchen wir wirklich schon Latzhose, Jacke, Pulli. Die Fische werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen flacher gehen. Es ist im Herbst so, dass sie dann von diesen Sommerspots mehr Richtung diese Spitzen und so ziehen, gerade am Morgen. Und wir auch hoffen uns hier ein paar große Fische. Bis, langsam. Nee, es sind kleine Fische. Ist der ein Hakenscharf? Ja. Ist ja jeden Wurf ein Biss. Hauptsache zieht. Und hebt. So, jetzt sind wir im zweiten Spot angekommen. Hier befindet sich eine alte Ruine, eine alte Kirche. Hoffentlich kriegen wir auch noch einen Segen von Gott ab. Die Bucht ist ein bisschen trüber. Hier gibt es viele Steine, alte Mauern und so eine Struktur bietet natürlich optimalen Schutz für Bass, die dann auf Beute lauern. Ich werde weiterhin auf Topwater setzen. Die ersten Stunden am Tag haben viel Aktivität gezeigt in der letzten Zeit. Hier haben wir auch viele Topwater-Attacken gehabt. Sido wird jetzt ufernah mit einem Bladed Jig alles abwerfen und ich setze einfach weiterhin auf einen großen Fisch. Wir brauchen nicht 500 Gramm oder 800 Gramm. Wir wollen einen dicken Bass haben auf Topwater. Das ist wichtig und darauf setzen wir. C'est pas possible. Oui. Basse? Ouais. Il y en Magnifique. a deux. Oh, j'ai vu. Chou. Derrière l'intérieur. Bah oui, mais je suis obligé de te donner les pucettes à un moment. Yes. There were 2 fishes. There were 2 fishes on the same lure, just following. Then I thought to Sylvain to keep fishing. Oh, come on. Ah. Okay. First one. So we gave up on the water for a while. Got no bites. We cannot lose time and get fish. At least the rest of the fish, and then we think about the top water again. But yeah, we need some bites, some fish on the boat, you know, for cooling our heads. So back to drop shot. Worked really well last time here, but let's see today. We have confidence of this. The bass trap again. Hopefully no more sandals. In a big bass. After another one team. We made a full card. Then we think about the last fish on the top water. Right now it's nothing.
Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Oh, come on. Didn't take it. No. Fuck. It was a nice one. I don't know. It was a nice sound. Yeah. Didn't take it. No. Fucker. It's very round, the frog. Ah, you have a frog? Yeah. I was about to put a frog. Okay. It's very rare that they do this. Normally it's just like swallow it. That was bass for sure. You heard, it was a nice sound. Ja, Leute, vielleicht habt ihr das gerade mitbekommen. Auf dem Frosch war eigentlich, ja, zweimal als raufgegangen, aber nicht richtig genommen, leider. The froggy. Schade, ich glaube, das war ein großer Bass. Also meistens auf dieser Frosch geht echt nur großer Bass drauf und auch der Sound, das hört man schon von dem Biss. War ein großer Bass. It's not a usual thing. Normally the frogs, they bite it. When they go for it, they go for it. Normally they hang, huh? Normally they just like swallow it. Fischass hat die Bemühungen eingestellt und auch bei Daniel und Paul kommen die Topwater-Attacken nicht mehr ganz so entschlossen. Bei Luis heißt es aber weiterhin groß oder gar nicht. ¡Me cago! Bien. Venga con él, vamos con él. Venga, Luis. Vamos, Luis. Baja, que no salte. Baja la caña. Todo lo que pueda. Baja. Enorme. Sube. ¡Wow! Topwater, my boy! Eso! Ich werde langsam zum Best Pro. Was soll ich euch sagen? Zieht euch warm ab, Jacob Wheeler, wie alle heißen. Nächstes Jahr Amerika. 2 kilos, ¿no? No lo veo. No. 1,9. 1,7. ¿Sí? ¿Parece más grande? A ver, pesa otra vez. Wahnsinn, Freunde. 1,7 Kilo auf Topwater. Wieder auf den Chapo. Ich bin mega happy. Ich bin so happy, dass das funktioniert. Hammerbiss, Hammerattacke, spektakulär. Drill, Adrenalinkick. Route, weiß ich nicht, die Rutenspitze 1 Meter unter der Wasseroberfläche so komplett um das Boot gehalten, damit er nicht springt. Mega. It's a small one. Zack. 047, leider kein Keeper. Der Kleine darf wieder zurück. Biss. Ja. Gut one. Bisschen besser? Jo. Ja, besser. Ich sag mal, so Bremst dich auf. Machen die Bremse jetzt ein bisschen drauf viel lernt. Sicht unter Bord. Achtung, ja. Es wird schon wieder genauso spannend wie gestern. Ja, hast du noch lange nicht gesagt, dass wir ihn bekommen. Wir hoffen. Dünne Schnüre,
Große Vorsicht, Fische. Vorsicht. Vorsicht bei dir. Ja, ja, ja. Jetzt kommt er. Vorsicht, jetzt kommt er. Vorsicht. Vorsicht. Oh, Alter, ist der groß, ist der groß. Ist der groß. Junge. Ja. Klasse. Wir haben ihn. Der ist groß. Der sieht groß aus. Vorsicht. Unser Glückswurm. Ja. Direkt dran. Oh, der ist lang. Der ist lang und groß. Ich habe zum Vortag die Route gewechselt. Der zeigt eine Soletip, die ein bisschen weicher ist, die nicht so hart in der Spitze ist. 000. So. 2. Kann man stehen bleiben. Ja. 218. 218. Ja, kommt es im Finale. Ich hoffe, auf jeden Was Fall. ein schöner Da Fisch. ist er, läuft nach Plan. Ein super Fisch, Leute. Ja. Guckt euch diesen Bass mal an. Das sind so schicke Fische, so eine schön und der ist groß, der ist lang. Zurück, schöner Bass. Ja, da ist er wieder weg. Hey. Das ist super, super. Jetzt schön, dass wir im Finale gekommen sind. Jetzt geben wir Gas. Wir wollen natürlich mehr. Die Chance ist da, Leute. Die Black Bass sind in Finalstimmung. Erst Louis, spektakulärer Topwaterbiss, jetzt dieses Schiff. Frank knüpft mit seinem insgesamt dritten Fisch jenseits der 2-Kilogramm-Marke nahtlos an seine Vorrundenleistung an, auch weil er neue Erkenntnisse direkt in die Praxis überträgt. Green Pumpkin ist die Farbe, die wir rausgefunden haben. Vorne Nelzinker dran. Ich glaube 1 Gramm habe ich hier bei. Hier sieht man, der sieht schon ein bisschen veredelt aus. Das ist der letzte Wurm, den wir haben in der Farbe. Ohne jetzt zu viel über das Boot zu sagen, Riesenstaufächer. Guck mal, Niklas ist ein Extrem groß, Tackle, alles hat voll. hier noch Tackle dran. Zur Route, nochmal zu erwähnen, Soletip, wenn man hier mal guckt. Die hat jetzt eine weichere Spitze. Am Vortag, wo wir zwei Fische verloren haben, die war härter, war eine 15 Gramm, aber mit einer anderen Aktion. Also wir haben leider, habe ich keine von Johannes. Johannes zum Beispiel hat DTL-Routen, gibt es auch als Soletip. Kann man sehr empfehlen für die Fischerei. Nach hinten raus sieht man, wie stark die ist. Die hat nur eine ganz weiche Spitze und hinten raus richtig Power. So, jetzt sind wir auf jeden Fall motiviert. Leute, bleibt dran. We need a full card plus, I would say, 2 real big ones. If we get like 3 times a kilo fish plus 2 big ones, we might play, but if we don't have this, no chance. Remember that in Orellana there are giant bass swimming. If one of the team find the key, they will crush it. No? I think it's sizable. Maybe not, I don't know. No, that would be too small. Also Leute, genau wo wir vorhin eine Topwater gemacht haben, jetzt kommen wir direkt über the ganz heavy cover und versuchen quasi mit einer ganz schweren Bullet. Aber er benutzt 3/4 Unze, ich benutze ein Unze, also 28 Gramm. Und man wirft hier einfach durch diese ganz heavy Cover hier, ganz dicker Kraut. Es geht durch und häufig kommt der Biss sofort. Man macht 1-2 Mal so und entweder kommt der Biss oder nochmal. Und so fischt man wirklich direkt unten hier in dem Kraut. Das Ding sinkt immer natürlich sofort schnell nach unten. Man kann 1-2 Mal so machen. Manchmal kommt so auch ein Biss. Und dann der nächste Wurf. Und immer ganz kurze Würfe auch. Alter Falter, Schock meines Lebens. Ich habe mich gerade mit Ciro unterhalten. Mein Köder war so auf den letzten Metern. Ich habe gar nicht mehr mit einem Biss gerechnet. Und auf einmal scheppert so krass. Ich habe mich so erschrocken. Angehauen habe ich sofort. Hing leider nicht. Aber Junge, es gibt mir Hoffnung. Ich habe hier dieser Chapo Köder. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites geworden in den letzten 24 Stunden. Mega.
Weiter geht's. Fish. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Takes a minute, takes a minute. Oh. Oh, stop it. Keep it. Yes. No, wait. Go. And the hook's off. Let's crank it. Wow, oh, that's a good fish. Also. Of course. No, look at the wasp. Ow. This is deep. 1.50. 1,5 Kilo, super Fisch auf den neuen TN80, zeige ich euch gleich, der darf erstmal zurück. Okay, yes. It's deep, yeah. Shit. Came in with the gill. Oh fuck. But I already have one here. This is the old one. And this is the new one. Any disinfection? No. Okay. No sanitizer. Not on the boat, I'm sorry. From here. Yep. I hold it. Okay. So it's done? Yeah, looks like. Ready to fight. Naja, gegen mikrobielle Erreger nur bedingt. Also Leute, Desinfektionsmittel ins Boot und Tetanusimpfung frisch halten, damit aber genug gescholten. Schauen wir uns lieber den Köder an. Der Fisch kam auf den neuen TN80. Das ist die größte Größe der TN-Serie. Das ist ein sehr, sehr schwerer Köder, hat eine dumpfe Geräuschkugel drin. Und das Besondere am TN ist eben dieses Out-Metal-System, nennen die Japaner das. Ihr habt hier vorne eine Volltungstenlippe, die mit einem Stab nochmal in den Körper reingeht. So überträgt sich die Vibration der Kugel sehr gut nach außen. Und natürlich, wenn die Tungstenlippe gegen Stein schlägt, macht das noch mehr Alarm wie mit einem normalen Plastikköder. Der Fisch kam jetzt wirklich direkt am Stein angekurbelt, bumm drauf. Und so hatte ich auch im Training viele Fische mit dem TN fangen können. Also wirklich ganz langsam über die Steine kurbeln, immer wieder Steinkontakt, so wie ich es mit Dickel eben auch mache. Und das war ein ordentlicher Fisch. Back on track, let's see. Oh. Huh? I can. Spot change. We need to find the active fish. We are losing a lot of time. Super joli. I'm ready to go. I'm ready with it. It's like 1.5 or something like that, or maybe more. I told Good you job. we have to stay there. That's a super good one. You are doing your magic stuff with the crankbait again. Okay. Come. 1.4? No. 1.5. Ah. We're going up. 1.56? No. 1.57? What the hell? Ouais, pourquoi il fait ça? 1.57? Yeah, 1.57. Let it go. Let it swim. Come on, another one. Still on the crankbait.
base feature. I just told to Sylvain we have to stay a little bit more on this flat point because I'm on it. I feel good here and I just caught a nice fish. Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Anders als die Besatzung bei Ilex kommt Melanie blessurenfrei davon. Ihr Doppelpack lässt Fish and Chip auf Platz 3 klettern. Derweil hat das Tabellenschlusslicht erneut den Spot gewechselt. We have been fishing for 2 hours and one slide bite. So we changed spot. But first day it was like the same. No bite during 2-3 hours, then we start catching. Hopefully it's the same today. Let's see, I'm fishing with the bass trap on the back. Jonathan is fishing with a jerkbait, trying some reaction strikes, and I fish a bit more slow. Hopefully this bank has big boulders. Hopefully have some fish. We start catching. Also wir haben eine Weedline schon hart gehittet. Ein Biss habe ich gehabt. Leider habe ich den Fisch nicht gesehen. Ich glaube, es war ein Zander, aber man weiß es nie natürlich. Wir werden vielleicht später nachmittags, wenn wir Zeit haben, wieder hier hinkommen und nochmal probieren. Weil wir sind schon überzeugt, dass man da auf jeden Fall einen Fisch rauszupfen kann. So. Der Plan für den Topwater ist immerhin aufgegangen. Wir haben jetzt relativ viel Zeit jetzt verbraucht. Jetzt geht's weiter. Der letzte Wurm in der Farbe ist weg. Jetzt checke ich gerade mal und wir angeln ja immer dicht an den Steinen und hier sieht man die Abnutzung. Und von Zeit zu Zeit ist es da auf jeden Fall wichtig, den Knoten mal neu zu machen, ein Stück Schnur wegzuschneiden, wenn man in den Steinen angelt. Und gerade mit dieser sehr dünnen Schnur, 6 Lips, heben tut er noch. Niklas, er hebt noch, aber wir machen ihn sicherheitshalber neu. Ja, Führt die für. Er hebt noch. Kommt neu. Leute, schauen wir uns mal ein Staufach an. Das packt man schön weg, dass die Schnurreste auf jeden Fall nicht draußen liegen. Und hier sind ein paar Würmer, die wir hier verwenden. So, der Klassiker von allen, diese Bass-Angler kennen diesen Wurm, oder? Ist der bekannteste, Niklas, den es gibt. Den baue ich mir jetzt mal ran. Also den fischen wir jetzt Wacki, den kann man aber auch als Nettrig fischen. Damit habe ich am Gardasee einen sehr großen Fisch gefangen. Auch natürliche Farbe hier. Ja, der Christian Bieret hat uns heute früh noch Fluorocarbon-Schnur spendiert, genau 6 Lips. So, Niklas, hebt. Test, hebt, okay. Dann hier so im ersten Drittel nicht ganz in der Mitte. Und jetzt kommt praktisch hier vorne Nilsinker. So sieht's aus. Jetzt kann man mal gucken, wie der Köder ins Wasser trudelt. Also als die Absinkphase ist schon mal wichtig. Ich mache es jetzt mal also ohne, mit loser Schnur. Ja, siehst du? Er taumelt, hoch zittert er sich. Ja? Und runter macht er eigentlich so eine Drehung. Das kann auch schon den Fisch animieren. Das ist die Technik. So, okay. Oh. Lo perdí. No. Lo perdí. Oh! Oh, shit. Venga. Shit, Mann. Das ist jetzt der zweite Fisch, der war fett, Mann. Der war richtig fett. Fuck. Wir sind in einem Bereich, die sind hier am Fressen. Sido hatte auch einen Fehlbiss. Er fischt so eine Art Wobbler mit Tauchschaufel, der aber floating ist, direkt an der Wasseroberfläche mit kleinen Twitch-Bewegungen, sodass er gar nicht untertaucht. Und das hat auch schon eine Attacke gegeben. Aber ey, jetzt schon wieder Alter, das war so ein fettes Ding, ey. Ich habe den komplett gesehen. Ging einfach nicht. Fuck. Mann.
César, que es para hoy. No lo haces, ¿eh? Y se te bufa. Vale, levanta, levanta, levanta. Good. Y lanza la breva. Ah, nice. 1-1-1. Okay. Look. It's 1-1-3 now. Oh, perfect. Yes, perfect. Bueno. Hope for another one. Maybe one more row now. Yeah, Jonathan was fishing on a skirted jig at the bottom with a Mojo Crow, a bulky crow. It's perfect for this kind of skirted jig. And he was knocking the rocks, felt a bite, something weird. Cast again and yeah, was a fish around. We always look at the crow for a lot of time and maybe a bite, maybe not in the first cast, but you repeat, boom, and worked. Come on, let's go. Damit ist auch das letzte Team entschneidert und manchmal muss man den Fischen eben etwas Zeit geben. Das weiß auch Frank. Doch, jetzt wieder. Bis. Guck mal, man wartet. Warten. Und ja. Nee, Hänger. Das ist ein Hänger. Leute. Aber Test auf jeden Fall. Habt ihr gesehen? Warten. Ja. Set the hook. Oh, that came off. Fuck. It was a nice bite. Wait, oh. Really. That took a good thunder. Komm ran, schnell. Oh, Zander. Okay. Voll gut. Oh, raté. Dommage. Oui, il est. C'est les gros poissons. Doucement. Boom. I told you. Same size. 9. 0,5. $0.53. Small keeper, but a keeper. Fish. Yeah, body fish. Small one, but it's fish. Ouais, il y est. Voilà, et tu lui fais crever la surface que au moment de rentrer dans le filet. Bim. Oh, 8, okay. Good. Cool. So, erstmalig am heutigen Tag so eine kleine Premiere an Bord. Sido fischt kein Hardbait mehr. Er hat jetzt eine Dropshot-Montage, sie schnell gebunden und präsentiert einen Wurm zwischen dem Kraut. Hier sind viele Wasserpflanzen am Ufer und er versucht da einmal seinen Köder perfekt an den Krautpflanzen vorbei zu führen. Ein bisschen langsamer und ja, bei mir heißt das Motto Never change the winning team. 4 Attacken, 1 Fisch rausbekommen. Das schmerzt. Das schmerzt, weil hätten wir jetzt alle Fische rausbekommen, plus den Fehlbiss von Sido, hätten wir schon die Full Cut. Und einfach das zu wissen, das tut weh. Aber egal. Es ist nicht einfach und wir müssen heute richtig Gas geben hier. Deswegen einfach weitermachen. Yeah, we came to this little bay full of structure, hoping for a shallow bite. And we threw different things like jicka-rigs, lizards, worms, weightless. 0 bite. So we're not gonna waste our time and go deep. We have a deeper area
very similar to what we fished yesterday, like just behind us. So we're gonna do it like that. Yeah, I mean, Frank the Tank was exactly where we caught the fish yesterday afternoon. ja? Yeah. Right on our spot, ja? Ja. Ja, Leute, ich habe euch gesagt, wir hatten Stasi hinterher gestern. Ich weiß nicht, ob ich euch gesagt habe, aber wenn nicht, ich habe auf jeden Fall meinem Partner das gesagt. Da war Frank the Tank und sein Partner Niklas, haben den Tag frei gehabt gestern. Frank is Die waren in der Gruppe da vor uns. Und ich sage euch, Leute, die waren wirklich auf unser Arsch den ganzen Tag. Nicht den ganzen Tag, aber halb den Tag. Schon sogar mit mit Ferngläsern unterwegs. Also ich sag mal, so kann man auch Recherche machen. Am Ende muss man irgendwie Informationen kriegen. Aber fairerweise, vielleicht haben die auch da geangelt den Tag davor, das weiß ich überhaupt nicht. Von daher alles gut. Und man muss den Bass auch fangen. Also man muss wirklich sagen, das Spot wird schon gehammelt von mehreren Booten. Und nur ein paar davon fangen. Aber Frank the Tank kann ja auch fangen. So ist es nicht. Also, ja. Er ist schon der YPC-Champ. Und er will alles tun, um auf jeden Fall das Ding zu verteidigen. Wir können Daniels Spionageverdacht entkräften. Frank und Niklas haben auch schon in der Vorrunde fast ausschließlich an ihrem jetzigen Spot gefischt. Das allerdings liegt womöglich nicht nur im Fischvorkommen begründet. Ja, für uns ist diese Stelle, ich sag mal, im ganzen See die wichtigste. Weil, um ehrlich zu sein, haben wir hier sehr gut gefangen. Wie ihr ja auch schon gesehen habt. Einen Stein fällt weiter. Und dann noch, ich sag mal, 500 Meter ist nochmal so eine Felsformation. Und das sind unsere 3 Hotspots. Und wenn dann natürlich ein Boot fährt und wir hören, dass jemand seinen Motor startet, dann fahren wir natürlich immer schön mitten rein, weil im Tournament muss man ja schon ein bisschen anders, ist auf jeden Fall Taktik, aggressiver fischen. Muss man so sagen, Taktik. Also wir fahren hier heute auch nicht so viel umher. Wir wollen auf diese 100 Meter Kante hin und her patrouillieren und hoffen, den Best zu erwischen. Also das ist eine reine Taktiksache, die wir hier machen. Und ja, wir fahren auf jeden Fall viel mit dem Elektromotor heute. Ja, so viel würden wir nicht Spot wechseln. Eventuell gegen Abend nochmal ein Feld weiter. Aber bisher sind wir uns eigentlich noch sehr zuversichtlich, dass... Der Späble spart ein bisschen Sprit auch. Findet er auch ganz gut, der Niklas, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Und jetzt drehen wir wieder um und fahren zum Hotspot. Ja, los den geht's. Wurf noch. Ja. Oh, we do power hour now and we go to the offshore. Yeah, let's start at the offshore point. It's close, right? It's right here, huh? Yeah. Yeah, let's start there. Do put the live scope on because we can then keep it on even when we go to the rocks. Sure. So let's leave everything in the water. I just go slow. Wir werden jetzt gleich das Ding anmachen und unsere Live-Hour starten, so wie gestern. Wir nutzen die eher, um eine Struktur zu sehen. Und wir werden jetzt tiefer fischen, offshore. Deswegen, der Live-Scope hilft. Don't worry, these are carps. Okay. On the channel. Ja, wir sind gespannt. Also wir sehen ja nicht in der Gruppe, was passiert. Die ist ja... Fisch. Ja. Da ist er. Siehst du, kaum gesagt. Sehr gut. Langsam. Ja. 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 Oh. Ruhig. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, Niklas. Live auf Kamera. Ja. Kein Riese, aber sehr schöner Fisch. Ja. Erster Fisch für Niklas, nachdem Fish and Chip nach 2 kleineren Bass zwischenzeitlich die Führung übernommen hatte, ist jetzt also der Titelverteidiger vorne. Bis hierhin muss man sagen, ein sehr kurzweiliges Finale und noch bleibt etwas Zeit in Halbzeit 1.
Good job. Haha, it came back. Good fish again on the Vista worm. 117. Still not a big giant, but a good fish. For the moment, we have to fill the card, then we'll think about increasing. Look, goes back home. Yes, slowly but steady. Wer denkt, dass der Osterhase noch pennt, liegt richtig falsch. Los, Küken! Ein noch! Und wie ihr seht, wir sind fit. Daher haben wir ein richtig starkes Ostergambling für euch. Mit 8 unterschiedlichen Varianten. Mit einem garantierten Warenwert von mindestens 65 € bis hoch zu 80 € und das für nur 34,99 €. Und mit ein bisschen Glück wird es sogar ein Osternest mit einem Gesamtwert von 100 bis zu abgefahrenen 350 € Warenwert. Und außerdem erwartet euch in jeder Variante eine exklusive Sonderfarbe. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Und nur auf fechtundbarsch.de. We are looking for big fish now. We are trying not to get into the small fish zones, but we are searching for at least 2 kilo fish areas, but they are not into the mood. But we'll keep hammering. Picada. No, Lucio perca de mierda, tío. Puta madre. Ça a mis du... Oui. Oh non, faire pas. Mais ça faisait 2 minutes qu'il était dessus. Mais il faut juste mouliner. Tu moulines, faire pas. Je t'en supplie, faire pas. Got something. Oh, Sander. He bit me like a bass, man. Little guy. Oh! Puta madre. ¿Qué pasó? ¿Fue un bass? Sí. Er wollte was ausprobieren, er wollte seine Dropshot-Montage an ein paar Steinen anbieten. Immer an diesen Spitzen von den Buchten, also nicht immer, aber an ein paar gibt es halt ein paar Steine. Und deswegen hat er dann gerade den E-Motor rausgenommen und meinte, hier vorne, da sind ein paar Steine vorgelagert, da stehen auch immer gerne Bass. Hat da hingeworfen, ich weiß nicht, vielleicht der zweite Wurf. Hing einer, er sagt, der hat richtig gut gebissen, er wollte auf jeden Fall den Köder haben. Ist leider im Drill abgegangen. Sehr feiner Haken. Ärgerlich, er sagt, das war ein Riesenfisch. Ich habe es nicht gehört, nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Den Splash, fuck. Echt ärgerlich. Jetzt haben wir ein bisschen Pech. Jetzt haben wir echt ein bisschen Pech, aber es kann schnell gehen. Boum, celui-là. Ça, c'est pas un bass. Allez, good job. Good, 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 good. Wow, nice.
This is the top water one. Allez, Mamel. Prends ton temps et tu le soulèves quand il arrive au bateau. T'as la clou. Il va bien se passer. Boum. Good! Oh, finally! The top water one is here. Cool. Top notch. Do you see it? Yeah, 126. 126. Einige Teams lassen noch etwas die Effizienz vermissen, Fish and Chip eher nicht. Full Card! Aber kaum ist Melanies Fisch wieder im Wasser. Good? Yeah. Cool, good job. Oh, celui-là. 1, 2, 3. Yeah. It's a good one. Boom. That's a double. This one on the chatterbait. Striking the chatterbait. That's a 145, 147, 148. 148, 149. 149. Gut. Bärenstark. Nachdem die ersten 5 Bass auf das Konto seiner Teampartnerin gingen, legt Sylvain den Kescher mal aus der Hand. Mit Zwischenerfolgen halten sich die Franzosen aber nicht lange auf. We have to improve the 0.8. Yes. So smallest one, 800 grams. So we have 4 hours to improve that. Boom. Oh. Direct. Fish? Era pez? Okay, zweiter Biss auf Dropshot. Escondido más grande. A ver si al tener la quija más grande. Male. Er wird jetzt mal den Haken wechseln von der Dropshot-Montage, einen größeren nehmen, den er im Wurm ein bisschen mehr verstecken kann, weil, ja, kannst du ja sehen. Ist eigentlich kein kleiner Haken, aber um vielleicht ein bisschen eine bessere Hakquote zu bekommen, wechselt er jetzt auf einen größeren Haken. Da Matti jetzt einige Bisse auf sein Shake-Ead hatte mit dem Vista-Wurm, habe ich jetzt auch mal auf den Flick-Shake gewechselt an meinem leichten Texas-Rig. Anscheinend wollen sie im Moment ein bisschen mehr Finesse und wir hoffen mal, dass wir da vielleicht noch 1, 2 Fische kriegen. Broken. Porco Dio! Non ho rifatto il nodo, testa di cazzo! Get over it. Really, yeah, it's just think about it for a second, but then get over it. 3 fish. Fish. Oh, okay, they are on. They are on. They are on. Oh yeah, they are on. Oh yeah, it's another good fish. Yes. Very good. Yes. Yeah. Found a sweet spot. Oh yeah. Scale ready. 142. Oh. Another solid fish. Yeah. Still not a giant, but wow. Super happy to have it. Okay, bye bye. Oh yeah. Nope. No. Für Mathieu lief der Vormittag nicht optimal, aber Marc unterstützt, wo er kann. Mit dem letzten Fisch dieser Episode holt Ilex die Full Card und beendet den Vormittag so, wie er für sie begonnen hat. Um ein anderes Team hingegen ist es nach starkem Auftakt deutlich ruhiger geworden. So Leute, damit ist die Hälfte der Zeit vorbei. Unsere Power Hour auch. Ich habe das Bild schon wieder ausgemacht. Wir müssen mindestens 3 Fische noch fangen.
überhaupt um einen Full Card zu kriegen. Es wird nicht easy, es ist kein einfacher See. Wir haben auch für den aus den 2 Seen entschieden, von diejenigen, die eigentlich geht eher auf größere Fische und weniger auf Frequenz. Das sieht man auch, ja. Deswegen denke ich, Full Card wird sehr, sehr wichtig sein. Es wird sehr spannend, hoffentlich. Es gibt noch 4 Stunden und ich hoffe, wir sehen uns alle in der allerletzten Folge vom Finale. Damit verabschieden wir uns und sagen, schaltet wieder ein nächste Woche oder ja, wenn die nächste Folge läuft. Also vielen Dank, Leute. Drückt Macht's B1 gut. die Daumen. The Boat performt. Und hat Hänger. Das hoffe ich auch, zumal das Staffelfinale ordentlich Spannung verheißt. Die beiden Erstplatzierten haben die Fullcard im Rücken. Für B1 auf Platz 3 spricht der bisher größte Bass. Daniel und Paul sind nach Blitzstart mittlerweile unter Zugzwang geraten. Ciro und Luis trauern vergebenen Chancen nach und César und Jonathan müssen eher 2 Schippen draufpacken, um noch oben anzugreifen. Insgesamt aber alles ziemlich offen. Wer in der Abendsonne zum 3. YPC Best Champion gekürt wird und wer die Medaillen gewinnt, erfahrt ihr kommenden Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin eine gute Zeit, hasta luego und nicht vergessen, ciao.